Hallo, willkommen in unserer Küche zum nun schon 5. Kochvideo. Heute ist es allerdings etwas anders. Ich möchte nicht ein gewisses Rezept für Sie kochen, sondern ich möchte Ihnen eine Art des Kochens vorstellen, und zwar Sous Vide, was so viel heißt wie unter Vakuum. Das beste Produkt, um zu demonstrieren, was Sous Vide kochen heißt, ist ein Stück Fleisch, ein schönes Steak. Und ich möchte Ihnen alle Stationen zeigen, die das Fleisch durchläuft, bis wir am Schluss ein fantastisches Endprodukt haben. Fangen wir mit dem ersten Schritt an. Hier habe ich ein schönes Entrecote, ca. 400 Gramm schwer, das ich jetzt würzen werde. Dafür habe ich mir eine Gewürzmischung gemacht aus Salz, schwarzem Pfeffer und Knoblauchgranulat. Das Fleisch ist gewürzt und nun kommen wir zum Vakuumieren. Dafür habe ich diesen Vakuumierbeutel. Ich habe ihn oben umgeschlagen, damit der Rand sauber bleibt, und in den gebe ich jetzt mein Fleisch. Hier habe ich jetzt mein Vakuumiergerät und ich lege meine Tüte mit dem Fleisch so ein, dass in diesem Feld die Luft abgesaugt werden kann. Wenn das geschehen ist, versiegelt das Gerät automatisch die Tüte, sodass das Vakuum drin bleibt. Jetzt ist das Fleisch fertig. Sie sehen jetzt hier die Schweißnaht, die die Tüte verschließt, und können, glaube ich, auch deutlich erkennen, dass die Luft abgesaugt worden ist aus der Tüte. Das Fleisch ist jetzt vakuumiert. Nun baue ich mir meine Sous Vide Garstation zusammen. Das Herzstück der Anlage ist dieser Sous Vide Stick. Sie sehen, der hat einen Stromanschluss und einen Clip hinten. Und hier oben ein Touchpad, das funktioniert aber nur, wenn er in Wasser getaucht ist. Dazu kommen wir gleich. Der Sous Vide Stick hat die Aufgabe, das Wasser auf die von mir gewünschte Temperatur zu erwärmen, wie ein Tauchsieder, und gleichzeitig das Wasser umzuwälzen, sodass überall im Behälter die gleiche Temperatur herrscht. Hier ist mein Behälter. Ein ganz normaler ca. 20 Liter Behälter aus dem Bauhaus, wo hinten hier der Sous Vide Stick eingeklippt wird und dann Wasser eingefüllt, bis zwischen diese beiden Markierungen. Beim Sous Vide Garen sind interessant die Temperatur und die Dauer. Wir werden heute das Steak bei 56 Grad ca. 1,5 Stunden garen und es wird Medium sein. Temperatur und Dauer für andere Garpunkte werde ich Ihnen in die Infobox schreiben. Das ist jetzt genug Wasser für ein Stück Fleisch, und jetzt stelle ich meinen Sous Vide Stick ein mittels des Touchpads, was er hier oben hat. Ich stelle ihn an und der zeigt mir jetzt an, dass das Wasser 41,3 Grad hat. Es heizt schon. Ich habe eingestellt auf 56 Grad und der heizt jetzt so lang, bis hier oben 56 Grad steht. Hier unten, diese Anzeige zeigt mir, dass das Fleisch 3 Stunden geheizt wird. Dann geht der Sous Vide Stick aus. Nun sehe ich an dem grünen Ring, dass die gewünschte Temperatur erreicht ist. Ich kann mein Stück Fleisch einlegen, beschwere es mit einer Gabel, damit es unten bleibt, und decke das Ganze ab. Diesen Deckel habe ich mir hier ausgeschnitten, dass das hier passt. Der ist dazu da, damit nicht
Wasser verdunstet. Dieses ist jetzt ein Steak, was die ganze Zeit im Wasserbad war. Es ist nicht das gleiche, nicht, dass Sie denken, das ist so geschrumpft, sondern wir hatten das schon vorbereitet. Es ist also ein anderes Stück. Das riecht jetzt wunderbar, wie ein Sous-Vide-Fleisch riechen soll, nur fehlt natürlich die Kruste, die sowohl optisch als auch geschmacklich einfach zu einem guten Steak gehört. Hier habe ich unsere gusseiserne Pfanne stark erhitzt, denn wir wollen das Fleisch ja nicht garen, sondern wollen nur eine schöne Kruste erzeugen. Ich werde dann noch Aromaten beigeben, Thymian, Rosmarin und Knoblauch und auch am Schluss noch ein Stück Butter. Dauern wird das Ganze circa 1 bis 1,5 Minuten auf jeder Seite. Das Steak hat jetzt 5 Minuten geruht und es ist die Zeit gekommen, es anzuschneiden und zu probieren. Sie sehen wunderbar medium gegart, ein Augenschmaus. So, das war ein Steak sous vide zubereitet. Ich hoffe, Sie fanden es interessant und kochen es nach. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben, freue mich über Kommentare und Likes. Sie können gerne meinen Kanal abonnieren und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!